17. Juni 2014. Dieser Dienstag wird in die Geschichte der Philatelie eingehen. Das New Yorker Auktionshaus Sotheby's versteigert die British Guinea 1 Cent Black on Magenta für einen stolzen Preis von 9,4 Millionen US-Dollar. Ein bemerkenswert hoher Verkaufspreis für ein buntes Stück Papier. Doch genau dieses Ereignis steht stellvertretend für die hohe Bedeutung und große Verbreitung des Briefmarkensammelns, in der Fachsprache auch Philatelie genannt. Was früher noch die Aktie des kleinen Mannes war und als Hobby allzu oft belächelt wurde, ist heute zu einem Multimillionengeschäft gewachsen. Mittlerweile gibt es einen äußerst lukrativen Markt, der sich nur mit Wertsachen rund um die Philatelie befasst. Ihr Siegeszug begann im Mai 1840 mit der One Penny Black, der ersten Briefmarke der Welt. Ihr Motiv zeigt Queen Victoria und steht damit sinnbildlich für das Vereinigte Königreich. Seit Beginn sind die selbstklebenden Marken weit mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Sie sind Zeugen einer längst vergangenen Zeit und können uns damit das ein oder andere Geheimnis lüften. Dennoch steht die Philatelie vor den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Viele SammlerInnen sind von Überalterung betroffen. Dadurch könnte bald das Wissen ganzer Generationen aussterben. Junge NachfolgerInnen sind kaum in Sicht. Zu wenig Aufmerksamkeit hat das Thema zwischen TikTok und Instagram. Das Hobby findet immer weniger Zugang zum Weltbild der jüngeren Generationen und Briefe verlieren immer mehr an Bedeutung. Sie werden von E-Mail, WhatsApp und Co. abgelöst. Philatelie hat sich so verändert wie die Kommunikation. Früher ist die Kommunikation über die Post gegangen, aber in den letzten 20 Jahren mit der Entwicklung des Internets werden natürlich auch Dokumentationen und alle möglichen schriftlichen Sachen per E-Mail versendet und nicht mehr mit der Post. Genau diese Entwicklung wird von vielen als der Tod der Philatelie bezeichnet. Doch dieser Einstellung will ein ambitionierter philatelistischer Visionär gegensteuern. Als Ausgangspunkt seines Projekts soll diese alte Villa in Graz dienen. Sie soll in den kommenden Monaten Wegbereiter seiner Mission sein. In meiner Zeit, das war so etwa, wie ich in die Schule gegangen bin, die 50er Jahre, da hat es noch kein großartiges Fernsehen gegeben, keine Handys, keine sonstigen Spiele. Und in der Schule hat eigentlich jedes Kind Briefmarken gesammelt. Und so haben wir natürlich uns ausgetauscht. Der war im Urlaub in Italien, hat von Italien Marken mitgenommen. Der andere war vielleicht in Deutschland oder Macher war vielleicht sogar in Amerika. Und so war das eigentlich ganz normal, Briefmarken zu sammeln. Meine Eltern haben das ja von Anfang an gefördert, also indem sie mir ja damals verschiedenste Sachen gezeigt haben oder so. Und bei diesen Briefmarken bin ich halt sehr schnell hängen geblieben. Und mein Vater hat selbst nicht wirklich aktiv gesammelt. Er hat halt so, es war damals eben ein Massenhobby und da hattest in fast jeder Familie jemanden, der aktiv gesammelt hat. Die organisierte Philatelie hat damals sehr viel Leute verloren, aber wir waren in der Klasse damals in den 80er Jahren vielleicht noch 3, 4, die sich für das Thema interessiert haben und da vielleicht ein bisschen rumgesammelt haben, was schon wesentlich weniger war als in den 70er Jahren noch, wo das noch ein wirkliches Massenhobby war. Es hatte lange auch einen schlechten Ruf, sondern das machen einfach nur langweilige Leute. Ja, es war als Langweiler-Hobby total verschrien auch. Also mir persönlich war es vollkommen egal, weil ich war etwa, wie ich dann aktiv angefangen habe zu sammeln, war ich 9, 10 Jahre alt und mich haben die Briefmarken fasziniert und mich hat es fasziniert, mehr Briefmarken zu bekommen, am Anfang so eben Verwandte und so weiter. Das war mir komplett egal, was andere jetzt darüber denken. Die Sache selbst hat mich fasziniert.
beendet und da habe ich halt weitergemacht. Danach ist es dann gewachsen. Also wie ich dann mit 40 wieder angefangen habe zum Sammeln, ist das so ein stetiges Wachsen gewesen. Mit Rückschlägen, was weiß ich, wo man halt auch Fälschungen verkauft worden sind, mit den üblichen, dass man sich wieder einmal hineinfinden muss in den Markt. Man ist sehr oft beim verleitet, schnell was zu kaufen und schaut dann nicht so auf die Qualität und ist dann vielleicht ist dann enttäuscht, wenn es dann eben nicht echt ist. Mein Gott, im Endeffekt, es geht bei der Philatelie natürlich um Geld und die Verlockungen sind groß und die Möglichkeiten sind teilweise sehr einfach. Es ist nach wie vor so, dass genug an gefälschtem Zeug verkauft wird, tagtäglich, oder auch an dubiosen Sachen. Dass es in der scheinbar heilen Welt des Briefmarkensammelns auch skrupellos zugehen kann, zeigt der Fall des Briefmarkenhändlers Armin König aus Düsseldorf. In den 70er Jahren verklagte er den Präsidenten des deutschen Briefmarkenhandels. Der Vorwurf: Dieser soll in seinem Katalog den Markensatz Alpenvorland Adria von 1945 mit über 200 Mark bewertet haben. Nach Ansicht von Armin König eine klare Fälschung ohne jeden philatelistischen Wert und somit Betrug. Diese Angelegenheit erzeugte so viel Aufmerksamkeit, dass sogar Interpol hinzugezogen wurde. Das Geschäft mit Nachahmungen floriert, doch sind diese Probleme keineswegs neu in der Philatelie. Schon Ende des 19. Jahrhunderts sorgte François Fournier für Aufsehen. Er stellte in seiner Kunstwerkstatt Fälschungen im großen Stil her. Dabei war er so dreist, dass er diese Stücke bei Fachmessen präsentierte und sogar Ehrendiplome und Goldmedaillen dafür bekam. Erst Jahre nach seinem Tod wurde das volle Ausmaß seines Betrugs sichtbar. Nachdem sich Reinhard der schwierigen Situation bewusst wurde, begann er erste Ideen für ein philatelistisches Visionärsprojekt zu entwickeln. Sein Ziel: bestehende Probleme zu lösen und Vorurteile zu entkräften. Die Vereine haben einen Nachteil und das ist die Überalterung. Das heißt, die meisten Vereine sind gegründet worden in den 1950, 1960. Die sind die meisten Vereine. Es gibt auch schon eine ältere Vereine. Und die Hauptsammler kommen aus dieser. Das heißt, wenn ich jetzt in ein Vereinslokal gehe, wo dort 10-, 80-jährige Männer sitzen und ich bin, was weiß ich, 20 Jahre alt, fühle mich dort noch nicht sehr wohl. Das heißt, die Struktur der Vereine ist ein bisschen alt, überaltert. Es gibt natürlich auch Vereine, so wie bei uns, wir haben einige Junge. Und das sind sozusagen, wenn ich einen Baum pflanze, muss ich einen Samen geben, damit einmal ein so großer Baum draus wird. Das heißt, wenn ich einige junge Sammler in den Vereinen habe, werden sich andere junge Sammler um diese jungen Sammler scharen. Und die Jugend ist im Internet permanent, also das ist unser Markt. Und wenn man schaut, wie viel an Briefmarken gekauft und verkauft werden im Internet, da muss es tausende Sammler geben. Mir sind so viele gute Geschichten erzählt worden, wo die Erzähler nicht mehr leben. Und ich jetzt in irgendeiner Form mich fast sehe, halt, das war interessant, der hat eine gute Sammlung zu was gehabt. Das ist jetzt weg. Den gibt es nicht mehr, die Sammlung gibt es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich muss was machen. Also mir war dann vor ungefähr 2 Jahren war klar, dass ich selbst im Bereich Philatelie ein Projekt starten möchte. Mir war klar, okay, das muss in irgendeiner Form ein Firmenprojekt sein. Das Dorotheum war eine Pfandleihanstalt. Da haben die Leute eben Sachen hingegeben und dafür Geld bekommen. Und dann hat sich das Dorotheum sozusagen als fast ältestes Auktionshaus in Europa so entwickelt, dass eben gewisse Sachen verkauft worden sind. Und da ist irgendwann einer auf die Idee gekommen, man kann ja eine Ware sozusagen öffentlich anbieten und der am meisten dafür zahlt, bekommt das Ding. Und die Auktion war damit geboren. Das heißt, die Idee der Auktion, öffentlich Waren zu verkaufen, zum Höchstbieter. Aber ich wollte eben so ein Projekt starten und im Zuge des Ganzen, durch viele Gespräche, durch einen offenen Zugang zu dem ganzen Thema Philatelie hat sich dann immer mehr dieses Projekt entwickelt.
Aber der Punkt ist, ich möchte jemanden, der mit Philatelie und Briefmarken bis jetzt nichts zu tun hatte, weil es auch immer seltener wird, sagen, du, ich habe da für dich etwas Interessantes, ich kann es dir in Grundzügen filmisch in vielleicht einer Stunde erklären. Das ist so das Ziel der Sache. So, dass du in einer Stunde weißt, oder vielleicht auch schon ein bisschen früher, okay, das ist jetzt was für mich, da möchte ich mich ein bisschen näher informieren, oder das ist überhaupt nichts für mich, weil ich einfach nicht der Typ dazu bin. Das ist die Geschichte dahinter. Als Resultat dieses Ziels entstand mit Hilfe eines kompletten Medienteams der YouTube-Kanal The Stamp Channel. Mit einem breit aufgestellten ModeratorInnen-Team werden hier Themen der Philatelie in verschiedenen Sprachen behandelt. In der informativen Gesprächsrunde Phila Talk wird ausführlich über die Hintergründe der Szene diskutiert. In Behind the Stamps werden wertvolle Tipps zum Umgang mit Briefmarken nähergebracht. In der Serie The Stamp Show werden Briefmarken und deren Geschichte dahinter erzählt. Besonders einzigartig macht dieses Format, dass die einzelnen Episoden in verschiedenen Sprachen wie Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Russisch präsentiert werden. Damit ist ein erster Schritt in die digitale Welt getan, aber die Grundidee dahinter ist noch viel größer. Eben diejenigen dann, dass sie sagen, okay, das interessiert mich, da möchte ich mehr wissen, die direkt abzuholen und fit für die Sache zu machen. Das heißt, nicht irgendwie dieses Nichtwissen sozusagen auszunutzen, um sie jetzt über den Tisch zu ziehen, nur weil sie sich für die Sache interessieren, sondern erst dieses Interesse mit Fakten und Inhalten füttern, und eben auf die ganzen Punkte hinweisen, die es als Fallen gibt, die als Anfänger zu beachten sind. Es ist durchaus gewagt, dass diese ganzen Pläne mit dem Medienhaus, eben dieses Auktionshaus, die Internetseite muss erstellt werden. Das ist viel Aufwand natürlich und potenziell Gegenwind ist bei jedem Projekt da. Im November 2021 wagte Reinhard mit seinem Vorhaben einen ersten Auftritt in die Öffentlichkeit. Die Reaktionen auf das Projekt waren gemischt. Teils weckte es großes Interesse, teils aber genauso auch Verspottung und Ablehnung. Die Szene scheint sich noch uneinig zu sein, wie sie auf diese innovative Herangehensweise reagieren soll. Aber eines steht fest: sie polarisiert. Also ich glaube, es ist ein sehr tolles Projekt und das einzig mögliche Projekt, sozusagen übers Internet die Leute anzusprechen, sozusagen, und sozusagen der Kanal der Information, sozusagen ständig die Leute mit Wissen zu informieren, denen Wissen zu vermitteln, das Interesse zu vermitteln und auch sozusagen die Freude am Hobby zu vermitteln. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg. Das ist der einzige Weg, der uns die Zukunft erhalten kann. Weil wenn keiner was weiß, keiner was will und keiner Freude damit hat, stirbt das Hobby. Aber wenn sozusagen in den modernen Medien das Hobby präsent ist. Also diese sehr viele Aspekte unserer Geschichte gehen einfach unter. Wenn das nur mehr in irgendwelchen Archiven steht und die Leute weg sind, ist es dann totes Wissen, weil das bleibt dann ein paar unter Anführungszeichen Eingeweihten vorbehalten und die Sachen werden dann vielleicht noch in kleinsten Kreisen irgendwo gehandelt. Ob das jetzt eine Vision ist oder eine Traumauslebung, ich denke, es ist beides in gewisser Weise. Weil natürlich die Vision, mal so was Eigenes hochzuziehen, gleichzeitig eben mit seinem Lieblingsthema zu arbeiten. Also ich werde jetzt zumindest meine Energie und was ich zur Verfügung habe, einsetzen, um mein Lebenshobby zu promoten. Und zwar mit neuen Methoden. Nicht immer mit denselben, sondern einmal mit diesen Möglichkeiten, die diese neuen sozialen Medien einfach geben. Ja.